Hallo liebe Carrado-Freunde, nun sprechen wir über den Kühlschrank in eurem Wohnmobil. Ich erkläre euch die Grundfunktionen und gebe einen Überblick über die Betriebsarten und Sicherheitshinweise. Beginnen wir mit den grundlegenden Betriebsarten eures Kühlschranks. Er hat drei Möglichkeiten. Einmal den Gasbetrieb, den 12-Volt-Betrieb und den 230-Volt-Betrieb. Einstellen könnt ihr das über die Anzeige über der Kühlschrankblende. Auf der linken Seite der Anzeige findet ihr den On-Off-Schalter. Über das linke Viereck könnt ihr die verschiedenen Betriebsmodi einstellen. Das Kabelsymbol steht für den Landstrommodus, das Batteriesymbol steht für den 12-Volt-Betrieb während der Fahrt oder eben im Stand ohne Landstrom und das Tropfensymbol für den Gasmodus. Die vierte Variante ist der Automatikmodus. Da sucht der Kühlschrank sich dann seine Stromquelle selber. Im mittleren Teil des Bedienfeldes könnt ihr die Temperatur einstellen. Auf einem Balken läuft der Kühlschrank auf niedrigster Leistung, mit 5 Balken auf maximaler. Bitte denkt daran, dass es einige Stunden dauert, bis der Kühlschrank die optimale Betriebstemperatur erreicht. Wir empfehlen, dass ihr während der Fahrt den 12-Volt-Betriebsmodus nutzt und im Stand den 230-Volt-Betriebsmodus, sofern ihr natürlich über einen Landstromanschluss verfügt. Sicherheitshinweis: Betreibt den Kühlschrank während der Fahrt nur über das 12-Volt-Bordnetz. Wenn ihr über ein Duo Control CS verfügt, könnt ihr ihn auch im Gasmodus laufen lassen. Beachtet bitte auch, dass bei hohen Außentemperaturen natürlich die Kühlleistung beeinträchtigt sein kann. Die Carrado Reisemobile sind mit Absorberkühlschränken ausgestattet, wohingegen in den Campervans Kompressorkühlschränke verbaut sind. Die Absorber- und Kompressorkühlschränke unterscheiden sich vor allem in der Art des Betriebes. Der Kompressorkühlschrank kann mit 12 Volt und 230 Volt betrieben werden. Das Gute daran ist, dass er unabhängig von der Außentemperatur funktioniert. Das bedeutet, auch bei 40 Grad Außentemperatur kann der Kühlschrankinhalt noch perfekt gekühlt werden. Bitte beachtet, dass dieser Kühlschrank nicht mit Gas betrieben werden kann. Der Absorberkühlschrank läuft im 12 Volt, 230 Volt und im Gasbetrieb. Allerdings kann dieser Kühlschrank nur in einem bestimmten Temperaturbereich im Vergleich zur Außentemperatur kühlen. Ein wichtiger Hinweis zum Thema Gasbetrieb: Lasst niemals Gas unverbrannt ausströmen. Der Betrieb mit Autogas ist übrigens nicht zulässig. Also wenn ihr den Kühlschrank nicht mit Gas betreibt, sondern elektrisch, schaltet das Gasabsperrventil vom Kühlschrank unbedingt aus. Das war ein Überblick über die wichtigsten Aspekte eures Kühlschranks im Wohnmobil. Habt ihr weitere Fragen, schreibt sie uns in die Kommentare oder schaut euch unsere weiteren Videos an.